Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. And that's what friends are for. For good times, in bad times, I'll be by your side forevermore. And that's what friends are for. Ja, herzlich willkommen zu Sensitiver Universe. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Hallo, meine süßen Schatzis. Ja, ich habe eine wunderschöne Tagesenergie und alles dreht sich, wie ihr es schon dem Song entnehmen konntet, über Freundschaft, über Liebe zum Freund, Liebe zur Freundin, beste Freundschaft, beste Freundin und so weiter, alles was mit Freundschaft zu tun hat. Ich zeige euch erstmal, welche Karten gefallen sind, und zwar habe ich hier einmal: Bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Dann haben wir eine große Arkana-Karte. Wir haben die Sonne in Kopflage. Übrigens steht das für das Sternzeichen Löwe. Vielleicht ist ein Löwe und ein Löwen für dich wichtig. Vielleicht bist du selbst oder jemand hat in ihrer Chart viel Löwe drin. Dann haben wir die Karte Herz. Wir haben die Karte Labyrinth. Wir haben die Karte Night Ride. Nicht Night Rider, Night Ride. Das ist die Nachtreise. Und dann haben wir die Karte: Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Neuanfang. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Ich habe hier, dass ein Freund oder eine Freundin für dich ganz, ganz wichtig sein wird. Hier könnte heute jemand oder jetzt in den nächsten Tagen auf dich zukommen in Freundschaft und sagen: Mensch, mir geht's nicht so gut. Und also hier sucht jemand deine emotionale Unterstützung. Das kannst auch du selbst sein. Also wenn du jetzt gerade ein bisschen down bist oder du fühlst dich einsam oder hast das Gefühl, niemand ist für dich da, dann wird, als ob jemand in Freundschaft deine Gedanken, deine Gefühle empfangen hat, sich prompt bei dir melden. Also hier könntest du heute ein WhatsApp, eine Facebook-Mitteilung bekommen, eine E-Mail bekommen, eine Instagram-Mitteilung und wie sie nicht alle heißen, die ganzen Portale. Oder auch ein Anruf, kann auch sein, ein Brief, eine Postkarte. Also in jeglicher Art der Kommunikation könnte sich heute jemand bei dir melden und dir wirklich zur Seite stehen. Denn diese Karte steht dafür, wir sehen ja hier, könnt ihr sehen, vielleicht habt ihr es gesehen, ich habe neue Nägel und ich habe hier einen Weihnachtsbaum und hier habe ich 2 Hirsche und hier habe ich einen Nikolaus, denn heute ist ja Happy Nikolausi. Hier sind auch nochmal 2 Hirsche. So, haben wir auch mal gezeigt. Wir haben die Karte, das wollte ich ja erklären, wir haben die Karte des Elefanten und Elefant steht ja auch für Freundschaft, für Verlässlichkeit. Elefanten wie wir wissen, sind auch Familien, sind Herdentiere und sind sehr familientreu. Und dann sehen wir hier eine Eule, die wiederum eine andere Eule umarmt. Ja? Und das kann wirklich sein, dass dir jemand heute Trost spendet. Ich kann nicht ausschließen, weil wir hier auch viel im Bereich der Liebe haben, weil The Sun ist die Karte der Freude und der Lebenslust. Wenn sie in Kopflage ist, bleibt sie trotzdem positiv, aber man ist so ein bisschen angeschlagen, so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich ein bisschen alleine. Und ja, könnte jetzt sich mal wieder jemand melden und mal mir was Liebes sagen oder mich in den Arm nehmen. Und genau das wird heute passieren. Also entweder wirst du den Impuls verspüren und dich bei alten Freunden melden oder einfach bei deiner besten Freundin, bei deinem besten Freund. Es kann auch ein Familienmitglied sein. Man kann auch mit Familienmitgliedern befreundet sein. Ja? Aber irgendjemand wird für dich auf freundschaftlicher Ebene heute wichtig werden oder in den nächsten Tagen.
Und ich habe hier so richtig füreinander da sein. Und du kannst richtig spüren, wie die Liebe fließt. Das ist ganz, ganz toll. Also hier reicht dir jemand wirklich Hilfe. Also ich habe auch hier Unterstützung. Jemand könnte dir wirklich Hilfe in einer prekären Lage anbieten, dir Trost spenden und dir helfen bei einem Neuanfang. Hier ist jemand da, der dir wirklich und offen und ehrlich mit vollem Herzen helfen möchte bei einem Neustart. Vielleicht fängst du einen neuen Job an und da könnte eine neue Arbeitskollegin, ein neuer Arbeitskollege könnte dir richtig liebevoll, freundschaftlich sagen, hey, mach dir keine Sorgen, ich helfe dir, ich zeig dir, wie das geht, ne, bei der Unterweisung. Und du denkst, Mensch, ist das ein lieber Mensch. Und du merkst, dass da eine Freundschaft zwischen euch entsteht. Ihr geht in die Cafeteria oder ihr holt euch einen Kaffee oder die Person bringt dir irgendwie einen Schokoriegel mit. Also wirklich hier kann eine Freundschaft entstehen und alle anderen, die bereits eine Freundschaft haben, hier habe ich auch, dass aus einer Freundschaft Liebe wird. Also all jene, die schon so ein bisschen in einer Transfersituation stecken, so mit bester Freund, beste Freundin oder mit einer Person, wo es noch ein bisschen freundschaftlich ist, ihr wart noch nicht intim miteinander oder vielleicht nur ein bisschen rumgemacht, noch nichts Ernstes, aber langsam aus der Freundschaft wird immer mehr Liebe und Love is in the air, everywhere I look around. Also hier könnte wirklich so the love, la 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 entstehen, mein Schatz. Und auf jeden Fall pure Unterstützung. Also hier dreht sich wirklich alles um Unterstützung, um Hilfe und zwar auf liebevolle, kraftvolle Art und Weise. Was auch sein kann ist, dass du irgendwie, was weiß ich, vielleicht gehst du einkaufen oder auf den Weihnachtsmarkt oder machst irgendwelche Besorgungen oder besuchst jemanden und ich habe, dass du auf alte Freunde treffen könntest. Und zwar, weil diese Karte, The Sun, wer sich mit den Tarots auskennt, weiß, dass The Sun auch die Karte der Kindheit ist. Also du könntest heute irgendwo in der Stadt oder auf irgendeinem Fest oder auf irgendeiner Veranstaltung oder bei irgendeinem Besuch tatsächlich auf eine alte Schulfreundin treffen. Mensch, da haben wir ewig nicht mehr gesehen. Oh, wir müssen unbedingt mal wieder Kaffee trinken gehen. Oder einen alten Arbeitskollegen. Mensch, Kumpel, wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Da müssen wir mal ein Bierchen trinken gehen. Ja? Also du könntest tatsächlich, weil wir das Labyrinth haben, auf Menschen treffen, die die dir einst mal in der Kindheit viel bedeutet haben, für dich wichtig waren. Ne? Vielleicht Nachbarskinder oder mit denen du befreundet warst oder Schulfreunde. Ja? Aber es muss nicht nur die Kindheit sein. Es kann einfach auch, das kann für Verspieltheit stehen. Du könntest mit einem Menschen eine Phase gehabt haben, wo ihr wirklich zusammen eine tolle Zeit verbracht habt, verspielt wart, ausgegangen seid, Party gemacht habt, so alles Mögliche ausprobiert etc. pp. Und dann, wie das manchmal im Leben ist, es ist nichts vorgefallen. Jeder hat halt eben so seine Sachen gehabt und dann hat sich das ein bisschen zerstreut und irgendwann hat man sich einfach nicht mehr gehört. Und das kann sich jetzt ändern. Also hier, wir haben ja immer noch, Merkur ist ab heute eigentlich offiziell direktläufig, aber Merkur ist ja in der Schattenperiode, also können dir immer noch Menschen aus der Vergangenheit passieren. Und genauso kann es auch für eine verflossene Liebe stehen. Also es kann sein, dass du mit jemandem mal was hattest, muss auch gar nicht ernsthaft sein. Also es muss nicht unbedingt eine Beziehung sein, aber vielleicht hast du mal hier Amoure, so ein bisschen Amuren gehabt und und dann habt ihr euch verabschiedet und war eine schöne Zeit, war vielleicht auch eine schöne Nacht. Ja? Also irgendwie ein schöne Erlebnis, ein paar schöne Stunden miteinander erlebt und eine schöne Phase. Und es ist aber nichts Festes draus geworden. Und ihr könntet euch auch heute über den Weg laufen und sagen, Mensch, wie geht's dir? Dann ewig nicht mehr gesehen. Und dann habe ich hier tatsächlich, kann die Liebe zwischen euch entfachen und wirklich einen Neuanfang, weil ich habe hier ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Neuanfang. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Das ist ganz, 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 ganz toll, mein Schatz. Ungeachtet dessen kann das hier auch für eine Party, für eine Feier stehen.
Also heute könnte zum Beispiel ein Umtrunk sein bei euch in der Firma. Ist ja Nikolaus, vielleicht verteilt die Personalabteilung heute überall Nikoläuschen und dann nach Feierabend gibt es vielleicht ein Prosecco oder auch einen O-Saft. Muss ja nicht immer Alkohol sein, ja, kann ja auch ein Tee sein oder ein Kaffee. Aber wo man nochmal, heute könnte man so mit einem Grüppchen von Menschen, weil ich habe hier ein Labyrinth und so zusammenfinden Menschen, ne, so those were the days, my friend, we thought we'd never end und so weiter. Und also, dass man so zusammenkommt, vielleicht so eine kleine Mini-Feier, also auch, kann auch eine spontane Feier sein, dass jemand sagt, Mensch, hier wollen wir nicht, heute ist doch Nikolaus, komm, lass uns mal after work oder lass uns mal hier, da ist doch um die Ecke der Weihnachtsmarkt, komm, lass uns mal da eine Currywurst essen und Glühwein trinken. Also es kann auch etwas Spontanes sein, weil die Sonne steht auch für Spontanität und irgendjemand initiiert etwas. Ne? Irgendjemand sagt, lass uns was unternehmen. Also heute ist ein wunderschöner Tag, jemanden zu treffen, also alte Freunde zu treffen, alte Freunde, sich bei alten Freunden zu melden, alte Freunde oder überhaupt auch aktuelle Freunde könnten sich bei dir melden. Du wirst Unterstützung erfahren, wenn sich heute jemand meldet und du erklärst und schilderst auch, Mensch, mir geht's gerade, hier, ne, Sonne in Kopflage, ja, eigentlich ist alles ganz gut, aber irgendwie, ich komme nicht voran, dann wird die Person von sich aus ganz lieb sagen, Mensch, zähl auf mich, ich komme, ich helfe dir, ist aber kein Problem, ne? Also es ist ganz, ganz toll, Unterstützung. Dann natürlich nicht zu vergessen, das ist auch die Karte der Kinder. Heute habe ich werden heute deine Kinder dich aufmuntern. Vielleicht kann es sein, dass du heute irgendwie mit dem falschen Bein aufgestanden bist, falschen Fuß, falschen Fuß und bist vielleicht ein bisschen demotiviert und so, ne? Und dann habe ich, dass deine Kinder heute, wenn du Kinder hast, auch Enkelkinder oder Patenkinder, dir heute eine überaus schöne Freude bereiten werden. Und du wirst glücklich sein, du wirst happy sein. Also Kinder werden heute für super Laune sorgen. Das gleiche kann auch genau andersrum sein. Es ist gut möglich, dass du heute so ein paar Brummbärchen wecken musst. Ne? So, hallo, aufwachen, Nikolausi, mag nicht aufstehen. Ja komm, steh doch auf, nee, mag nicht aufstehen. Aber du hast doch heute ist doch Nikolaus. Mir egal. Also heute könnten eure Brummbärchen ein bisschen brummen. Und ich habe das im Laufe des Tages, das Ganze sich aber wieder stabilisiert. Also macht euch keine Sorgen mit, Mensch, was ist denn los? Sonst freust du dich, ne, dass du denkst, was ist denn los mit meinem Kind? Ist halt einfach heute obwohl Nikolaus ist und allen Grund zur Freude ist einfach, ja, hat schlechte Laune. Das gibt es manchmal. Und da brauchst du dir aber keine Gedanken machen, weil manchmal Eltern machen sich ja sofort Gedanken, was ist denn los mit meinem Kind, stimmt was nicht, habe ich falsch gemacht, alles ist gut, hat einfach nur schlechte Stimmung, wird sich aber im Laufe des Tages stark verbessern und dann habe ich sogar wieder Happy und Freude und Optimismus und alles ist wieder toll und aufregend. Ja? Also ungeachtet, abschließend von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, heute könnte irgendwas Großartiges Neues für dich passieren, also für alle, die heute irgendwas Neues anfangen oder in den nächsten Tagen. Ich habe, dass das, was du an Neuem beginnt, wirklich bei den Menschen extrem gut ankommt. Also wenn du irgendeine Performance machst, kann sein, dass du heute einen Auftritt hast oder die nächsten Tage, dass du vielleicht ein Theaterstück, vielleicht singst du, vielleicht bist du im Chor oder hier als Gruppe auch, dass ihr irgendwas aufführt. Das wird extrem viel Erfolg haben. Und ihr werdet viele Unterstützer haben. Ich habe hier Fans. Das kann hier für Fans stehen. Ne? Das kann für euch wie ein neues Abenteuer sein. Nehmen wir mal an, ihr habt eine Band und ihr habt geprobt und jetzt ist euer erster Auftritt. Ich habe, dass ihr einschlagen werdet wie eine Bombe. Das wird super ankommen. Ihr werdet wirklich Erfolg haben. Also was immer ihr heute auch künstlerisch darstellt, oder wenn ihr was Neues launcht, kann ja auch sein, dass du irgendwas launchst, vielleicht hast du auch einen YouTube-Kanal, vielleicht postest du irgendwas auf Facebook, also irgendwas, was du heute oder die nächsten Tage an die Öffentlichkeit bringst, wird große Unterstützung erfahren. Also viele Menschen, die dich supporten, du wirst viele Follower haben, also neue Follower, neue Supporter, neue Fans on the horizon for you, mein Schatz, ja. Es kann auch sein, vielleicht, dass du heute, nehmen wir mal an, ihr habt einen kleinen Umtrunk und dann erzählst du einen Witz und alle Menschen, der war so lustig, du bist echt klasse, also eigentlich gehörst du auf die Bühne. Also so Sachen könnten dir heute oder die nächsten Tage auch passieren, dass du wirklich
Unterstützer hast, also Leute, die dich auch gut finden werden, was du tust, was du produzierst, was du darstellst, was du auf den Markt bringst oder postest, zeigst etc. pp. Viele Supporter und heute könntest du auch ein Kompliment bekommen, das dir viel bedeutet. Heute könntest du auch von Vorgesetzten honoriert werden, also dass man Anerkennung bekommt. Also Anerkennung steht heute auch ganz, ganz oben an der Tagesordnung. Ich hoffe, diese Tagesenergien konnten euch weiterhelfen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nikolausitag, Nikolaus. Und bald ist ja Weihnachten. Aber bis dahin, habt heute erstmal einen tollen Tag und wir sehen uns zu den nächsten Tagesenergien. Vielen Dank fürs Zuschalten. Alles Liebe, eure Sensitiva.